Hallo Mensch, ich berichte dir heute von ein paar Situationen in meinem Leben, wo ich großartige Dinge oder sich großartige Dinge manifestiert haben und was ich da in diesen Situationen gelernt habe über Manifestation und was dir auf deinem Weg erfolgreich und bewusst zu manifestieren auch weiterhelfen wird. Angefangen ich fange an chronologisch mit einer Manifestation, wo ich mich ungefähr, ja, vielleicht ein Jahr mit dem Thema befasst hatte und ich eine Entscheidung getroffen habe, mich von einem Menschen zu lösen, zu trennen, die zur Folge hatte, dass ich die Wohnung verloren habe. Ich habe zu dem Zeitpunkt auf die Wohnung aufgepasst von diesem Menschen und ich wurde dann da rausgeschmissen und es war um Weihnachten und ich habe das entschieden und das hat sich so stimmig und so richtig angefühlt, dass ich in dem Moment überhaupt nicht in die Angst gegangen bin. Also da ist total der Dramafilm abgelaufen und ich bin da aber nicht drauf eingestiegen, weil ich wusste, egal was das Universum mir jetzt, also egal was jetzt folgt aufgrund dieser Entscheidung, es wird okay sein. Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch, ich war nicht nur alleine, sondern ich habe mit meinem damaligen Bruder, jetzt Schwester, in dieser Wohnung gelebt und genau, hatte auch ein bisschen Verantwortung für meinen damaligen Bruder, jetzt Schwester. Und ich wusste, okay, es ist jetzt Weihnachten, ich habe jetzt 2 Wochen geplant, wie ich sie verbringen möchte und dann werde ich wieder nach Berlin gehen und werde ohne Wohnung sein. Und ich war trotzdem einfach total im Vertrauen. Ich habe nicht eine Sekunde gezweifelt, dass es irgendwie nicht aufgehen wird, weil ich wusste, ich habe diese Entscheidung für mich getroffen. Das war gut und stimmig, das hat sich richtig angefühlt in dem Moment. Und was das Universum mir jetzt beschert, wird schon seine Richtigkeit haben. Und was ich dann erlebt habe diesen 2 Wochen, war so abgefahren. Und ich bin auf dieser Welle geritten, bis ich dann wieder in Berlin war. Also ich habe mir gesagt, okay, ich verbringe diese 2 Wochen jetzt so und mache das, was ich mir vorgenommen habe. Sie waren wunderschön, es war total großartig. Dann bin ich wieder nach Berlin gekommen, habe eine Nacht bei meiner Schwester geschlafen, bei meiner anderen Schwester in Berlin. Und am nächsten Morgen habe ich dann so gesagt, okay, jetzt fange ich an, eine Wohnung zu suchen. In Berlin. Zu bemerken. Und ich klappe meinen Laptop auf und ungelogen die erste Anzeige bei Facebook. Meine Schwester schickt mir hier, da ist eine Wohnung frei, 2-Zimmer-Wohnung in Wedding, bezahlbar. Ich bin 2 Tage später hingegangen, habe sie mir angeschaut und wir haben sie bekommen. Wo andere Monate suchen. Genau, und die Erkenntnis, die ich da aus dieser Erfahrung gezogen habe, ist, wenn du Entscheidungen für dich triffst, hast du Support. Und das fühlt sich vielleicht erstmal unsicher an, von außen betrachtet. Aber du hast geistigen Support, der deinen Weg ebnet und deine Entscheidungen. Da gibt es ein Backup sozusagen. Genau. Eine andere Geschichte ist, dass ich in 2019, genau, da habe ich dann schon eine Zeit lang in dieser Wohnung gelebt, die wir dann bekommen haben. Und
Das ist eigentlich auch witzig. Und ich habe von der Wohnung aus in eine Wohnung unter mir geschaut. Wir haben im ersten Stock gewohnt und im Erdgeschoss gab es eine Wohnung mit Garten. In Berlin, im Wedding, mit Garten an der Wohnung dran. Und ich habe da natürlich immer hingeschaut und dachte mir so, ja, wäre ja schön, da zu wohnen. Und ja, die Frau hat da, ich weiß nicht, 12 Jahre gelebt oder so. Und sie ist dann ausgezogen und ich bin dann in diese Wohnung gezogen. Sie war viel zu teuer für mich zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe trotzdem da gewohnt, habe mich ein bisschen überarbeitet. Das ist eine andere Geschichte. Aber ja, auch das hat funktioniert. Auch das hat funktioniert. Und in dieser Zeit hatte ich auch vor, zum Burning Man zu fahren. Wer es nicht kennt, das Burning Man, großes Festival in der Wüste von Nevada in genau USA. Und ich habe kein Ticket gehabt. Und ich war, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt schon mit Manifestation vertraut und ich bin dann einfach da hingeflogen und habe halt meine Reise geplant und habe halt so ja, getan, als hätte ich ein Ticket. Und ja, also natürlich kannst du dir vorstellen, oder wenn du das Burning Man kennst, kannst du dir vorstellen, dass es einfach sehr schwer ist, an ein Ticket zu kommen, so spontan, so kurzfristig. Aber auch das hat irgendwie geklappt. Ich war in New York, habe da eine gute Zeit gehabt und bin dann, mein Flug von New York und nach San Francisco war schon gebucht und er ist schon näher gerückt und das Burning Man ist näher gerückt und ich war dann schon so, ja, langsam könnte jetzt aber irgendwas klappen. Da wurde ich schon ein bisschen ungeduldig, muss ich dazu sagen, in dieser Phase diesbezüglich, in der Situation. Mm, Und, und ich kann mich noch genau daran erinnern, es war ich glaube, es war tatsächlich mein vorletzter Tag in New York, bevor der Flieger dann ging. Und ich bin durch die Stadt gelaufen und dann kam eine Nachricht rein in eine Facebook-Gruppe, wo ich schon länger Teil war von einem Camp auf dem Burning Man, wo halt ja, gefragt wurde, ja, wer hat Zeit jetzt schon mitzuhelfen beim Aufbau? Und dann meinte ich so, ja, ich kann helfen, aber ich habe halt kein Ticket. Und dann 2 Minuten später hatte er ein Ticket organisiert und ich habe mir das dann abgeholt. Und das war so eine abgefahrene Orchestration. Ich bin in San Francisco angekommen. Ich habe Couch gesurft bei einem Mann, der auch zum Burning Man gefahren ist, jedes Jahr. Ich bin nachts um 1 da angekommen, habe mir morgens um 6 sein Fahrrad ausgeliehen, bin mit dem Fahrrad oben auf den Berg gefahren, wo ich mir mein Ticket abgeholt habe, von San Francisco, Sonnenaufgang, hochgefahren, habe mir das Ticket da abgeholt. Der hat 10 Minuten gebraucht, um die Tür aufzumachen. Ich war schon so, aber es hat dann alles geklappt. Ich habe das Ticket bekommen, Geld bezahlt und dann musste ich ja noch irgendwie zum Burning Man kommen von San Francisco aus. Und dann hat sich eine Mitfahrgelegenheit ergeben, ungelogen. Ich bin fußläufig, ich bin dann wieder zurück zu meinem Couchsurfing-Spot, habe meine Sachen gepackt, abgeholt und 5 Minuten Fußweg von dort ist die Mitfahrgelegenheit gestartet. Ein Typ, mit dem ich dann noch meine ganzen Ausrüstung und so kaufen konnte. Ich habe natürlich jetzt nicht alles aus Deutschland mitgeschleppt, deswegen haben wir dann noch wo gehalten, wo ich meine Ausrüstung kaufen konnte. Und dann hat er mich mit aufs Burning Man genommen. Und das ist jetzt eine ganz interessante Weisheit in Bezug auf Manifestation. Das hat alles funktioniert und die Story ist worth telling. Aber am Ende vom Burning Man war ich komplett reizüberflutet im Rückflieger mit einem allergischen Schock. Ich hatte überall, mein ganzer Körper war angeschwollen.
weil das, ja, also ich hatte einfach einen heftigen allergischen Schock. Die haben sogar noch drüber nachgedacht, ob der Flieger notlanden muss auf dem Flug. Und es war einfach too much, diese Erfahrung, also überhaupt, gut, ich würde sagen, also das war auch schon alles viel, dieser ständige Ortswechsel, dann, ich habe auch in New York gecouchsurft und das war einfach High Alert, viel los im System. Aber dazu kommt noch, dass ich also ich war dann 2 Wochen auf dem Burning Man und in dem Camp bin ich sowas von in meine People-Pleasing-Rolle gestiegen, dass ich mich, also ja, ich habe mich da ein bisschen überarbeitet, auch am Anfang mit der Hitze. Ich habe da wirklich richtig geackert, auch physisch. Und letzten Endes konnte ich das dann gar nicht so richtig genießen, dort zu sein. Also man sagt ja auch, das Burning Man ist das, was du draus machst, so wie es auch mit dem Leben ist. Und ich war gar nicht in dem Space, das so richtig zu genießen. Und das ist eine ganz interessante Wendung, wenn es um das Thema Manifestation geht, weil es hat dann alles funktioniert und genau, es war Teil meines Weges und es ist alles gut. Ich bin damit nicht im Widerstand. Und trotzdem, wenn ich im Kontakt gewesen wäre mit, was ist jetzt wirklich dran, was sendet mir das Leben für Signale, dann wäre ich da bestimmt nicht gewesen. Und das wäre aber auch okay gewesen, weil auf einer gewissen Ebene war es alles viel zu viel für mich. Nicht nur auf einer gewissen Ebene, auf einer sehr dominanten Ebene war alles viel zu viel für mich sowieso. Und ich habe es aber durchgezogen. Ich habe es irgendwie, ja, möglich gemacht und die Manifestation hat geklappt, wenn man es jetzt so möchte. Aber bedeutet Manifestation vielleicht auch manchmal, dass etwas nicht funktioniert, weil es dich mehr aligned mit etwas, was wirklich authentisch und richtig ist für dich in dem Moment. Offene Frage, die kannst du nur selbst beantworten. Eine andere Geschichte, und das ist es gibt noch 2 Geschichten. Kurz bevor ich meine Zwillingsflamme getroffen habe, hatte ich einen energetischen, ja, ein Realignment, würde ich sagen. Und ich habe, genau, also gut, diese Wohnung in Berlin, die habe ich auch nicht bewusst manifestiert. Es war auch nichts auf meinem Vision Board oder was ich in meinen Affirmationen oder was auch immer ich für Praktiken zu dem Zeitpunkt gemacht habe, das war alles nicht Teil von diesen Praktiken. Genauso mit dem Burning Man. Gut, mit dem Burning Man, da habe ich schon immer wieder visualisiert, dass ich dort bin. Aber als ich meine Zwillingsflamme getroffen habe, ich hatte nichts davon. Ich habe nach jahrelang Vision Board anlegen irgendwie nichts funktioniert, nichts hat geklappt, habe ich dann einfach mir so einen Handy-Hintergrund gemacht, in 2 Minuten wirklich so keine Liebe reingesteckt. Und da war Neo und Trinity, weil of course, ich wollte immer so eine Liebe. Und also wenn eine Beziehung, dann so eine Beziehung. Und noch so ein paar andere Sachen. Und ich habe das wirklich so in 2 Minuten auf Pinterest zusammengeklatscht und das halt einmal als meinen Hintergrund genommen. Und 3 Wochen, also 3 Wochen vielleicht nicht, schon ein bisschen länger. Ja, vielleicht so 1,5 Monate später sind wir uns begegnet. Und
das habe ich aber nicht jeden Tag visualisiert. Das war wirklich, es kam so überraschend. Und was ich in Bezug auf Zwillingsflammen ganz besonders mitgeben kann, gerade als weibliches Wesen, als Frau, ist, dass du, also in dieser Zeit, kurz bevor ich ihn getroffen habe, kurz bevor wir uns begegnet sind, habe ich mit dem Leben, wirklich, ich habe mit dem Leben kommuniziert. So als wäre das halt ein Mensch. Und ich habe ich habe ich habe so getan, als würde sich das Leben gut um mich kümmern, auch wenn das faktisch und von außen betrachtet überhaupt nicht der Fall war. Habe ich dann das alles ignoriert energetisch und mich einfach darauf konzentriert, auf diese Energie, dass das Leben sich um mich kümmert. Und ich habe mich einfach um mich gekümmert. Also 2 Wochen bevor wir uns begegnet sind, habe ich mich nur um mich gekümmert. Ich hatte keinen Kontakt zu irgendwem. Ich war in meinem Auto unterwegs, durch die Tschechei bin ich gefahren, habe teilweise im Auto geschlafen, teilweise in billigen Hostels, hatte wirklich keinen Kontakt zu irgendwem. Komischerweise hat mir auch genau in der Zeit niemand geschrieben, zum Glück. Und habe mir ganz ausgewählt YouTube-Content angehört, mich davon inspirieren lassen und habe wirklich meine Gedanken verfolgt. Also so richtig 24/7. Ich wusste, meine Gedanken kreieren meine Realität und habe einfach straight nur das gemacht. Es ist gar nicht unbedingt irgendwelche Praktiken, sondern wirklich der Beobachter sein, der Gedanken. Und das erwähne ich immer wieder in meinen Videos. Diese Atmung, dann die Gedanken abzuatmen, den Punkt im Körper zu spüren und da rein zu atmen und da einfach durchzuatmen. Und sich nicht in das Drama der Gedanken verwickeln zu lassen. Ja, und das habe ich 2 Wochen so richtig intensiv gemacht und das war es war ein heftiges Heilungsfenster, diese 2 Wochen. Da sind richtig dicke Brocken gegangen, wie ich es in vielen Therapien und Coachings nicht ansatzweise erlebt habe. Und dann habe ich eines Nachmittags im Waschsalon gesessen. Es hat total geregnet. Und ich habe meine Sachen gewaschen und dachte mir so, was mache ich heute? Und irgendwie nach diesen 2 Wochen von echt spartanischem Leben dachte ich so, ich habe zwar wirklich, alles ist rot auf meinem Konto und im Minus und ich habe überhaupt gar kein Geld. Also ich bin in die Tschechei, weil der Sprit da günstig ist, ja. Das war der Grund, wieso ich in die Tschechei bin. Und trotzdem hatte ich dann irgendwie das Gefühl, weil ich hatte dann noch ein Ziel in Österreich, weil ich wollte dann noch jemanden besuchen. Und hatte dann irgendwie so das Gefühl, ich fahre jetzt langsam Richtung Österreich und ich buche mir jetzt irgendwie was ein bisschen Schickeres. Ich brauche jetzt mal eine Nacht irgendwie eine andere Atmosphäre um mich herum. Und dann war das auch, ich hatte so Booking.com auf und dann zack, war es gebucht. Und da dachte ich so, okay, ja gut, dann fahre ich jetzt dahin. Und am Ende hat es dann da schon, genau, nicht am Ende, am Anfang. Ich hatte gebucht, mit Anfang dieser Buchung ging ein Prozess los auf dem Weg zu dem Hotel, wo ich auch nochmal so heftige emotionale Loslassprozesse durchlaufen bin. Also, quote unquote, man kann es auch heulen nennen. Richtig heftige Heulanfälle. Ich habe mich natürlich gut gehalten. Ich wusste, was ich alles machen muss. Aber das war schon sehr, sehr intensiv. Und auf dem Weg zum Hotel habe ich dieser ganze Prozess auch, dass ich überhaupt mich entschieden habe, diese 2 Wochen zu starten und hier alles stehen und liegen zu lassen und einfach loszufahren,
das war ganz stark beteiligt eine Kartenlegerin, die jeden Tag Videos produziert hat. Aber ich habe immer mal natürlich meinem Spirit-Algorithmus bin ich gefolgt und was für ein Video eben in meinem YouTube aufploppt. Und dieser Frau habe ich auch zugehört, als ich dann auf dem Weg zu dem Hotel war. Und sie hat gesagt, du wirst jemanden ganz Besonderes treffen. Und also an diese 2 Sachen kann ich mich genau erinnern. Du wirst jemanden ganz Besonderes treffen. Und ich habe mich schon ganz einfach so, hä? Und natürlich, ich war am Heulen und kam eh nicht klar. Und wusste nichts mit der Information anzufangen. Und sie hat auch gesagt, und ich sehe überall Krähen. Ich sehe überall Krähen. Ich so, hä? Krähen? Hä? Tja. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass ich am nächsten Tag mit meiner Zwillingsflamme den Dachstein begehen werde und da überall Krähen waren. Und eine Krähe an einem ganz heiklen Moment, weil der Dachstein war komplett verschneit und wir waren etwas unsicher unterwegs, da zu zweit, teilweise ohne Sicherung, über mich geflogen ist. Und ja, also meine Zwillingsflamme dann auch meinte, das war super Magic, dieser Moment mit der Krähe. Und seitdem sind Krähen immer wieder total präsent in meinem Leben. Genau, und was ich in Bezug auf Manifestation von Zwillingsflamme als Frau sagen kann, ist, es ist eine Reflexion deiner Beziehung zum Leben. Also so wie du mit dem Leben agierst, wie du dich selbst behandelst, weil das Leben wirkt auch durch dich, wird sich das in deiner Realität spiegeln. Und Manifestation ist auch genau das. Also das ist nicht, es ist ein Seinszustand, den du in dir etablierst, der sich dann in der äußeren Materie manifestiert. Und es hatte nichts mit Vision Board und Visualisieren. Ich möchte diese Praktik nicht kleinreden. Für wen es funktioniert, go for it. Für mich hat es nicht funktioniert. Nicht. Und dabei gehe ich davon aus, dass deine Seele eh schon alles weiß. Die weiß den Weg, die weiß, was es braucht, um dorthin zu kommen. Und die weiß auch, was es eben nicht braucht. Und meine Beobachtungen sind auch, dass die Manifestationen, die aus dem bewussten Verstand kommt, manchmal eben etwas sind, was es nicht unbedingt braucht. Und damit in Kontakt zu sein, damit in Verbindung zu sein, ist essentiell für Manifestation. Genau. Eine andere Geschichte. Moment, gibt es noch was zu dem Zwillingsflammen-Thema zu sagen? Ja, gibt es. Ich hätte nicht gedacht, dass das Video jetzt so stark in diesen Zwillingsflammen-Fokus kommt, aber es ist anscheinend wichtig. Also, du bist ein feinstoffliches Wesen in dieser menschlichen Erfahrung und diese menschliche Erfahrung spielt dir die Illusion vor von Getrenntsein, von Dualität, was eine Illusion ist, sich aber nicht immer so anfühlt. Auch auf quantenphysikalischer Ebene sind wir alles eins. Das ist nicht nur ein spiritueller, Nonsens, esoterischer Klingt-schön-Spruch, sondern das ist quantenphysikalisch Fakt. Und auf dieser Ebene hast du gewisse Anlagen, gewisse Fähigkeiten, die fühlbar sind. Und wenn du durch traumatische Stadien in deinem Leben gegangen bist, dann haben sich diese Fähigkeiten und Anlagen auch von dir entfernt, weil du dich allgemein mehr von dir entfernt hast, von deinem wahren Wesenskern, der all diese Fähigkeiten beinhaltet.
Und das kann man sich auch so vorstellen, als würde die Seele einfach so ein bisschen exkarnieren, etwas, ja, weniger im Körper sein. Und dein Weg ist es, hier als Mensch auf dieser Erde, das wieder zu neutralisieren, zu harmonisieren und wieder Verbindung zu dem aufzubauen, wieso du eigentlich hier bist. Und das hängt ganz stark damit zusammen, wieder feinfühliger zu werden, deine Wahrnehmung zu schulen und diese subtilen Regungen in dir unterscheiden zu können. Genau, und es ist echt, okay, es ist jetzt scheinbar dran, ich sollte in diese Richtung gehen. Es ist nämlich so, dass ein ganz essentieller Grund, wieso ich diese Sachen so gemacht habe, wie ich sie gemacht habe in dieser Zeit, bevor ich ihm begegnet bin, bevor wir uns begegnet sind, eine Erfahrung auf einem Schweigeretreat war, wo ich das allererste Mal einen Energiestrom in mir gefühlt habe, obwohl ich jahrelang Yoga gemacht habe davor und meditiert habe, brauchte es dieses Schweigeretreat, wo auch Yoga und Meditation, also da war ja auch sehr viel Meditation, aber auch Yoga mit involviert, dass sich das feinfühlige Wesen sicher genug fühlt, um fühlbar zu sein. Ja, so war das. Und es war wirklich so, jetzt retroperspektivisch kann ich das sagen, dass ich quasi einfach nur mit mir sein musste, um mich sicher genug zu fühlen, dass dieses energetische oder dieser energetische Vorgang überhaupt aktiviert werden konnte. Ich habe davor so viel gewollt und immer gemacht und mein spiritueller Fortschritt war sehr stark mit Zielen verbunden. Und das hat mich aber alles total stark im Survival-Modus bleiben lassen. Und vielleicht kennst du das auch, gerade als Frau in dieser Gesellschaft. Und genau, out of the blue ist das dann passiert auf dem Schweigeretreat. Ich hatte das nicht geplant, ich hatte das nicht im Visier, das war keines meiner Ziele, dass sich da irgendwas in meinem Herzen aktiviert. Das ist einfach passiert. Und es hat sich so gut angefühlt, dass ich nichts anderes mehr wollte, als dieses Gefühl wieder haben, dieses Gefühl wieder erleben. Und als ich aber vom Schweigeretreat weggefahren bin, war das überhaupt nicht mehr da. Gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Und ja, und ich bin dann diesem Gefühl, also ich habe dann Dinge getan und mein Leben versucht so auszurichten, dass ich das, was ich da in meinem Herzen getan hat, irgendwie wieder fühlbar und erlebbar mache. Und das ist ein ongoing process. Das ist nach wie vor Teil meines alltäglichen Lebens, sage ich mal so. Aber Fakt ist wirklich, und das klingt echt so kitschig und romantisch und so abgedroschen, aber es ist halt wirklich so, ich bin meinem Herzen gefolgt. Ich bin wirklich diesem Gefühl in meinem Herzen gefolgt. In diesen 2 Wochen. Weil sich mein ganzes Leben und alles hat sich so fürchterlich und schrecklich angefühlt, dass ich
gesagt habe, so Gott, ich weiß nicht weiter. Ich habe wirklich alles versucht. Ich kann jetzt einfach nicht mehr. Und dann habe ich mich so treiben lassen. Und dieses Treiben lassen hat es auch ermöglicht, dass ich mehr, also nicht jetzt super stark und nicht super viel, aber ich habe mehr davon gefühlt als in meinem Alltag. Genau. Also diese feinstoffliche Wahrnehmung, diese feinstoffliche Ebene des Menschseins ist essentiell auch für Manifestation. Und ich forsche da jeden Tag weiter und kann da auch noch nicht so viel mehr sagen als das, was ich bisher gesagt habe. Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall ein großes Mysterium ist. Also das ganze Herz. Und die Wissenschaftler bei weitem noch nicht, also ich weiß auch nicht, ob sie es jemals in der Lage ist, das zu erkunden, die tiefen Bedeutungen dieses Bereichs erforscht hat. Genau, und es ist aber ein wirklich richtig guter Kompass. Und das hat eben nichts mit einfach nur, ja, ich folge meinem Herzen. Es ist halt wirklich, es ist wirklich ein Gefühl in deinem Körper. Und wenn du dich nicht sicher genug fühlst, wenn dein Wesen, dein feinstoffliches Wesen sich nicht sicher genug fühlt hier als Mensch in dieser Erfahrung, dann ist es sehr verständlich, dass dieses Gefühl nicht fühlbar ist. Und das ist vollkommen okay. Das ist vollkommen verständlich. Genau. Also für Sicherheit sorgen. Und was Sicherheit bedeutet, also Sicherheit in deinem Sinne, ja, also Sicherheit existiert ja nicht wirklich, aber dass du dich gut mit dir fühlst, dass du dich gut um dich kümmerst. Und was es da wirklich braucht, kannst eben nur du selber wissen. Aber so wie du dich behandelst, wird sich in deinem Leben auch reflektieren. Dein Leben wird es reflektieren, wie du dich selbst behandelst. Genau. Und jetzt last but not least, last but not least. Also, um die Story noch abzuschließen. Ich bin dann völlig ungeerdet und völlig zerstreut in dem Hotel angekommen, nach dieser sehr emotional turbulenten Fahrt. Und war total hungrig und komme rein und frage, ich hatte ja dann schon 2 Wochen kaum mit Menschen gesprochen. Und dann waren die da so nett. Die haben die Tür aufgemacht und waren so, ja, herzlich willkommen. Ich so, oh Gott, wo bin ich hier im Himmel? Und ja, war ich auch. Also wir haben was zu essen, alles gut. Und dann es gab so 2 Speiseräume, links und rechts. Und ich bin erst links gegangen und dann kam ich da rein und alle haben mich schon so angeguckt, als wäre ich so ein Alien. Und so habe ich mich auch gefühlt. Und dann habe ich mich hingesetzt und so, irgendwie, es fühlt sich falsch an. Ich bin hier nicht richtig. Dann bin ich wieder aufgestanden, bin zurückgegangen. Und dann bin ich in den anderen Raum und ich kam in den Raum rein und mein Herz war ich habe es so stark gefühlt wie in keinem Moment nach dem Striker Retreat wieder. Und ich wusste, dass er der Grund ist dafür. Ich habe ihn noch nicht mal gesehen. Ich habe noch nicht mal sein Gesicht gesehen. Ich habe ihn in der Ecke sitzen sehen, er hat so auf sein Handy geguckt und mein Herz war BAM!
Ach, das rührt mich jetzt wieder direkt, dass ich, ja, es war ein richtig, richtig, richtig besonderer Moment. Mm, ja, genau. Und ja, ich glaube, ich beende diese Geschichte nochmal mal anders. Wie das dann weiterging, das war alles noch extrem emotional, wie du mir jetzt vielleicht auch anmerkst, aber ich werde nochmal für mich reingehen und werde diese Geschichte an einem anderen Zeitpunkt beenden. Beziehungsweise ist es ja eine ongoing Geschichte. Wir sind zusammen und es gibt einige Dinge auf dieser Reise, die erzählenswert sind. Aber allein diese ersten paar Tage ist, würde ich sagen, so ein Kapitel. Und dieses Kapitel werde ich irgendwann in einem anderen Video zu Ende erzählen. In diesem Video geht es um Manifestation. Das war jetzt eine sehr lange Geschichte zum Thema Zwillingsflamme. Auch ein sehr wichtiges Thema, denn Zwillingsflammen sind wichtig für die neue Erde, für das, was wir kreieren wollen. Die Energie zwischen diesen Menschen und das, was sie hier kreieren, ist sehr, sehr wichtig. Und wir sind dann auf dieser Welle unterwegs gewesen. Da sind wir nach wie vor. Welle. Und ich hatte davor die Jahre, wenn ich Vision Boards gemacht habe und visualisiert habe, habe ich immer über Animation gesprochen. Animation. Ich habe nämlich Visionen bekommen, was ich umsetzen sollte mit Animation. Und ich war zu dem Zeitpunkt vertraut mit Dr. Joe Dispenza und all diesen großartigen Menschen, die wirklich vielen weitergeholfen haben. Und Dr. Joe Dispenza hat eine Geschichte erzählt von seiner Tochter, die eine großartige Manifestorin ist, die ein Surfcamp oder irgendwas machen wollte und er dann gesagt hat, ja super, mach das, aber such nicht danach, sondern manifestier es halt, dass es zu dir kommt. Und deswegen war für mich klar, ich werde das mit dem Animationsding nicht selber, ich möchte das manifestieren. Ich möchte, dass es so eine richtige Punktlandung Manifestation ist. Und das war ein jahrelanger Prozess. Und ich hatte es schon aufgegeben. Ich kann dir sagen, all diese Praktiken, die in der Manifestationsszene sehr berühmt sind und populär sind, die habe ich alle gemacht und es hat halt so gar nicht funktioniert. Für wen es funktioniert? Super, mach weiter damit. Für mich hat es nicht funktioniert. Und vielleicht gibt es da draußen auch Menschen, für die es auch nicht funktioniert hat. Ich bin nämlich der Überzeugung, dass du gar nichts machen musst, um zu manifestieren. Du musst gar nicht irgendwas, du bist es ja schon. Du bist es ja schon. Und ja, genau, also ja, es ist eigentlich diese Phase der Manifestation, also du hast diese Idee, du hast diese Vision und dann gibt es diese Phase, bis sie dann reinkommt, wo du einfach chillen, du kannst so ein bisschen mit dem Leben so mitflowen. Und das das ist bei mir dann halt erst zwanghaft durch sehr schmerzvolle Lektionen des Lebens dazu gekommen, dass ich in diesen Seinszustand kam. Ich hatte das dann wirklich zu dem Zeitpunkt komplett losgelassen und dachte so, ja, dann eben nicht. Ne?
Ähm, und wir sind dann zufällig nach einer etwas kleinen Reise, kleinen oder großen Reise, sind wir in Irland gelandet. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass Irland eine Animationshochburg ist. Insbesondere Dublin. Wir sind in Dublin gelandet. Und zufälligerweise, also ja, es war auch abgefahren. In Dublin ist, würde ich sagen, die Wohnungssuche noch eine andere Hausnummer als in Berlin schon. Das war nochmal anders, wirklich. Und wir haben 2 Tage vor Abflug aus Indien dann das Zimmer bekommen in Dublin für 1 Monat, sind da eingezogen. Und haben ja nur 1 Monat zu wohnen, also hatten da 1 Monat Zeit, uns was Neues zu suchen. Und ich bin, also wir waren dann wieder auf so einem Trip, dann sind wir spazieren gegangen. So, ich habe reingespürt, was ist es, was muss getan werden, damit wir jetzt was finden, wo wir bleiben können. Und dann habe ich eine Gruppe aufgemacht und da gab es andauernd Posts und da war eine Frau, die hatte gerade in diesem Moment gepostet und ich habe sie angeschrieben und dann haben wir bei ihr das Zimmer bekommen. Wir haben da 3 Monate gelebt, es war eine kleine Familie und die Frau hat Animation studiert. Und dann dachte ich so, ja, ist ja interessant, dass die Frau jetzt wieder dieses Thema in mein Leben bringt. Ist ja interessant, dass das jetzt auftaucht, ne? Und dann habe ich auch ein bisschen davon erzählt, dass ich das jahrelang so in meinem Kopf hatte und das gerne machen wollte. Dann hat sie mir ein bisschen was mitgeteilt, ihre Erfahrungswerte etc. Und zu dem Zeitpunkt habe ich in einem Fitnessstudio gearbeitet. Und dann habe ich diesen Job gekündigt. Ich habe da nur 1 oder 1,5 Monate gearbeitet. Es hat mir an sich Spaß gemacht, aber es war ein sehr, also ich bin einfach wieder in meine People-Pleasing-Rolle gerutscht und es war weniger gesund. Und dann bin ich da weg, habe gekündigt und weiß ich nicht, ein paar Tage später ist eine Anzeige aufgeploppt mit einem Kurs in Animation, ein Kompaktstudium, komplett finanziert von Irland. Ich habe den Platz bekommen und ich habe jetzt vor 2 Wochen das Kompaktstudium abgeschlossen. Dieses Kompaktstudium hat 13.000 Euro gekostet. Es war komplett finanziert von Irland. Und auch so, also es war dann auch alles perfekt, weil wir brauchten auch gewisse Formalitäten nachweislich, also da gemeldet sein etc., um diesen Platz zu bekommen. Und wir haben dann auch noch eine eigene Wohnung gefunden, die ein Traum war. Es war wirklich ein weiterer Baustein auf dieser Reise der Manifestation zu diesem Animationsthema, der dazu beigetragen hat, dass es überhaupt alles so geklappt hat. Genau, und das habe ich dann 1 halbes Jahr studiert, Animation. Und habe jetzt einen guten Überblick über Produktionsabläufe und befinde mich noch lange nicht am Ende mit dieser Reise der Animationsmanifestation und was ich damit vorhabe. Stay tuned. Aber es war ein entscheidender Baustein und wer weiß, was als nächstes kommt diesbezüglich. Ja, genau. Long story short, ich möchte abschließen mit einem kleinen Merksatz in Bezug auf Manifestation und in Bezug auf meine Erfahrung, dass viele dieser Praktiken und Methoden eben nicht zum Ziel führen, ist diese Um-zu-Logik. Also ich mache das, um dann das zu bekommen.
Ich mache zum Beispiel, ja, also eigentlich alles. Alles, was du im Leben tust, das ist dieses Berechnende, was aus dem Verstand kommt. Ich mache dieses, um jenes zu erreichen. Und das sind halt meiner Erfahrung nach, und ich sage es so extrem, nie die Impulse der Seele. Die Impulse der Seele sind, hä? Okay, das macht ja so gar keinen Sinn. Dein Verstand ist so, hä? Und du verstehst es dann manchmal im Nachhinein. Manchmal verstehst du es auch nie. Gut, doch eigentlich irgendwann kommt dann schon so, ah ja, jetzt macht Sinn. Und eigentlich ist deine Aufgabe, die ganze Zeit nur auf diese Impulse zu hören und danach zu agieren. Aber das fühlt sich unsicher an. Das fühlt sich. Und das ist das sind die Tricks der Matrix, die dich dann festhalten wollen, damit du in den Stories und den Dramen bleibst, um nicht diesen Impulsen deiner Seele zu folgen. Und das ist dann halt dieses ganze Umzu-Logik. Ich studiere, um dann diesen Job zu haben. Wir heiraten, um dann Steuern zu sparen. Wir ziehen jetzt dorthin, um dann da ein Haus zu bauen. Alles sehr berechnend. Und die Impulse der Seele, die sind manchmal wirklich sehr, sehr irrational und unlogisch. Muss nicht sein, aber ist oft so. Und ja, ich wünsche dir, dass du dich traust, auf diese Impulse zu hören, dich traust, nach diesen Impulsen zu agieren. Und ich wünsche dir auch, dass dein Leben dich daran unterstützt, die Impulse wahrnehmen zu können und diese Wahrnehmung zu steigern. In diesem Sinne, fast 50 Minuten. Ich sage mal, bis zum nächsten Mal.